Hey, Ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account heute mit Smokey und mit Viking. Und ich habe eine äußerst wichtige Frage erhalten, und zwar die Frage 37 aus dem Persönlichkeitstest, um in führender Position in einem Konzern arbeiten zu können. Und zwar die Frage mit Begründung natürlich, ja, ob man lieber ein Sicherheitsgurt wäre oder ein Hubwagen. Und im ersten Moment, ja, intuitiv hätte ich den Hubwagen genommen. Warum? Weil dieser für mich belebter ist als ein Anschnallgurt. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob ein Gegenstand belebter ist als ein anderer Gegenstand, ja. Aber hört mir zu, ja. Ich sehe in einem Hubwagen eher ein Gesicht als in einem Anschnallgurt. Ja? Also, wenn man halt so eine Kinderserie aufziehen wollen würde, wie Hubert der Hubwagen und seine Freunde, dann ergibt das halt für mich dort mehr Persönlichkeit als in einem Anschnallgurt. Ja? Und als Hubwagen hast du interessante Dinge, die du dann erledigst, beziehungsweise bei denen du halt eingesetzt wirst. Manchmal kannst du Konserven einräumen, beziehungsweise dabei helfen, Konserven halt in die Regale reinzufahren und umzustoßen, an die Regale ranzufahren. Oder Aktionsware, Restposten, allgemein schwere Sachen. Du kannst bei bei Auslieferungen helfen. Ja, du kannst aber auch Privatpersonen helfen. Ne? Also du hast da eine gewisse Bandbreite. Aber natürlich, ein Anschnallgurt könnte auch viel von der Welt sehen, wenn er jetzt halt eingesetzt wird in einem Auto, welches dann halt 1 Million Kilometer schon auf der Uhr hat, nicht wahr? So, also da sind halt auch Möglichkeiten da. Oder aber du siehst halt auch nur die Strecke von der Haustür bis zur Arbeit und zurück. Kann natürlich auch sein. Ne? So, wer weiß. Ne? Aber du hast ein langes und erfülltes Leben. mal gucken. Aber, ja, im zweiten Moment, ja, beim genaueren Nachdenken hätte ich dann doch eher den Anschnallgurt genommen. Denn du kannst ja nicht nur in einem Auto eingesetzt werden, sondern auch in LKWs. Nein, doch, da auch. Aber du kannst ja auch abseits von solchen Beförderungsmitteln irgendwo anders eingesetzt werden. Beispielsweise in einem Freizeitpark. Ja, und da ist das Ganze dann doch interessant. Ne? Zusätzlich vielleicht zu, der Möglichkeit, einiges zu sehen. Jetzt muss man aber natürlich auch sich fragen, wie viel kriegt man denn persönlich davon mit? Ja, also ist das Bewusstsein aus? Ist man nur der Gegenstand und der reine Gegenstand? Ohne alles drumherum? Oder bewahrt man sich noch ein bisschen von seiner, wie soll ich sagen? Von seiner, ja, wie drückt man das denn aus? Von seiner Wahrnehmung, ja. Ist man noch dabei? Ja? Ist man jetzt einfach nur, ist der Geist gefangen in einem Anschnallgurt oder in einem Hubwagen, oder ist man nur der reine Gegenstand? Wenn es so um den reinen Gegenstand geht und man hat ansonsten keinerlei Wahrnehmung mehr, naja gut, okay, dann würde es mir auch egal sein. Ja? Also dann habe ich darauf keinen Einfluss und kriege davon nichts mehr mit, dann würde ich einfach eine Münze entscheiden lassen. Aber ansonsten, wenn man, wie gesagt, noch ein bisschen Herr seiner Sinne ist, dann würde ich dann doch eher den Gurt bevorzugen. Ja. Also, wie gesagt, die Begründung habe ich ja schon, denke ich mal, geliefert, oder? Ich sehe da den Einsatz etwas besser. Ne? Also je nachdem, wo man halt ist. Ne? Aber das Leben eines Anschnallgurts ist für mich, glaube ich, interessanter als das eines Hubwagens. Wenn man das denn so nennen kann. Ja, aber es ist schön, dass wir uns hier wirklich um wichtige Themen kümmern und auch kümmern können.
Ich will nur mal ganz kurz anmerken, es gibt 2 Leute im gegnerischen Team, die haben Schutz gegen mich und beide Leute sind natürlich exakt bei mir. Wunderbare Sache. Aber gut, egal. Das dazu. Ja. Also statt Anwesenheitskommentare nehme ich auch solche philosophischen Fragen doch sehr gerne entgegen. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte das gut beantworten. Was wollt ihr sein? Ein Anschnallgurt, ein Sicherheitsgurt oder doch eher ein Hubwagen? Immerhin, also man kann auf der Plusseite, ja, auf dem Positiven bei einem Hubwagen auch vermerken, dass man so ein bisschen aussieht wie so eine Currywurstgabel mit Rädern. Ja, so mit ganz viel Fantasie. Ein bisschen groß, aber so ein bisschen. Ja, so ein kleines bisschen Wahrheit steckt dann doch da drin. Okay, gut, dann haben wir das Wichtigste auch geklärt. Ja, ansonsten, die Early Access Phase oder die Early Access Aktion für Tanky Classic neigt sich auch langsam dem Ende. Ich weiß noch nichts von irgendwelchen Ankündigungen oder sonstigen Informationen, irgendwas Neuem diesbezüglich. Keine Ahnung, vielleicht natürlich, bis dieses Video online ist, kann es natürlich sein, dass es da schon irgendwie neue Sachen, neue Erkenntnisse gibt. Aber Stand jetzt zur Aufnahme habe ich noch nichts Neues, das ich euch da präsentieren kann. Aber man munkelt. Ja? Ich sag jetzt wirklich, man munkelt. Ja, in der Munkelgasse, in den dunklen Ecken der Munkelgasse ist wohl das Gerücht aufgekommen, dass da was Großes kommt. Aber wie gesagt, man munkelt da sehr viel. Und ihr wisst, es wird sehr viel gemunkelt. Ja, aber das nur mal so. Ich habe aber auch keine Details oder so. Ne? Ich habe nur mitbekommen, dass gemunkelt wird. Aber was da kommt, ob da was kommt, ob da was dran ist, ob Tanky Classic nun doch begraben wird oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass wir demnächst irgendwie was Neues diesbezüglich erfahren. Ja? Weil man muss ja auch dazu sagen, nicht nur ich habe ja mein hart verdientes Geld dafür ausgegeben, um halt die nötigen Tankcoins zusammenzubekommen für den Early Access, sondern auch andere von euch. Und da wäre es natürlich schön, wenn man dann halt weiß, wie da nun die Zukunft aussieht mit diesem Projekt. Ja, aber wenn es natürlich was Neues gibt, ihr wisst, ich lasse euch da nicht hängen. Ne? Ich werde euch dann da entsprechend auf dem Laufenden halten. Genau. Und ansonsten, wenn es da wirklich was Neues gibt, was ich auch zeigen ließe, ne, dann werde ich natürlich auch wieder Tanky Classic spielen. Auch wenn es da Bots gibt. Ne? Auch wenn es da Bots gibt, dann werde ich wieder gegen Bots spielen. Hauptsache, man kann irgendwas Neues zeigen. Genau. Aber ansonsten, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne? Gut, dann haben wir das auch schon mal hinter uns gebracht. Wunderbare Sache. Der Sommer kommt und mit ihm wunderschöne heiße Temperaturen. Ich weiß auch nicht. Ich muss jetzt also einfach irgendwas sagen. Ja, diese Frage mit dem Anschnallgurt, ja, ich hab da wirklich nachgedacht. Ne? Ansonsten, was ich auch nicht vergessen habe, fragt mich da am Montag gerne wieder nochmal. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe ja mal vorgehabt, ich habe es nicht vergessen, ich habe ja vorgehabt, Tanky online mal meine Fragen zu schicken, ja, die ich so für mich persönlich als wichtig erachte, in der Hoffnung, da auch vielleicht eine Antwort zu bekommen. Ich habe das natürlich noch nicht gemacht, ich habe es aber auch nicht vergessen. Ne? Und ich werde es irgendwann mal machen, ne? Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Nee, Moment mal. Jetzt hat er sich verraten. Aufgeschoben ist nicht gleich aufgehoben. So, genau. Das dazu. So, was ist mit dir hier? Denkst du kannst... Okay, gut. Ja. Er kann mit Schützenhilfe dann doch gegen mich irgendwas ausrichten. Tja, irgendwas hatte ich noch gerade im Kopf, was ich sagen wollte. Das sage ich immer wieder, aber dann passiert wieder irgendwas, ne? Und dann vergisst man's. Irgendwas hatte ich noch so, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Tja,
Muss wohl sehr wichtig gewesen sein, ne? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, zack. Dankeschön. Ich glaube, das hatte irgendwas noch mit Tanky Online zu tun. Aber jetzt bin ich leider auch komplett raus. Naja, ihr werdet es vielleicht im nächsten Video erfahren, wenn es tatsächlich wichtig war. Ansonsten vergesse ich es. Wie so viele Dinge, ne? Seid froh, dass ich nicht jedes Mal sage, ja, keine Sorge, ich verlinke euch das oder so. Ja, könnt euch sicher sein, das ist das Letzte, was ich machen werde. Wenn ich irgendwie so sage, ah ja, bla 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 bla, irgendwie sowas. Und dann, aber ich verlinke euch das. Ja, ich verlinke euch das. Nee, das werde ich bestimmt nicht tun. Nicht, weil ich keine Lust dazu habe, sondern einfach, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass ich das bis zu diesem Zeitpunkt dann vergessen habe. Aber, okay, damit müsst ihr leben. Ne? Deswegen mache ich sowas auch nicht. Ja, aber ich finde es immer schön, wenn halt andere Leute halt auf irgendwelche alten Themen oder so zu sprechen kommen und dann sagen, ich habe dazu schon ein Video gemacht, ich verlinke euch das oder hier irgendwo oben in der Infokarte oder so. Und dann ist es da auch tatsächlich, das ist ganz nett. Genau, aber von mir erwartet bitte nicht so einen Service, ne? Also das könnt ihr vergessen. So professionell bin ich dann doch nicht. Ah, okay, und jetzt mit dem wunderschönen Overdrive. Ja. Mit dem wunderschönen Overdrive mache ich hier alle kaputt, die hier mir irgendwie in die Quere kommen. Oh, sehr, sehr schön. Und es hat sogar tatsächlich einigermaßen gut funktioniert. Internetprobleme. Hallo. So, 1, 2, 3, check. Sehr, sehr schön. Wenn ich keinen von denen bekommen habe. Aber was soll's. Tja. Nee, also, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Irgendwas hatte ich noch. Irgendwas wollte ich noch ansprechen, aber das ist jetzt leider raus. Tja, das wird das wichtigste Thema schlechthin gewesen sein, ne? Das ist immer so. Aber irgendwas, das lässt mir jetzt, mein Kopf rattert gerade, ja, aber ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich weiß es nicht mehr. Ihr müsst mir verzeihen, ne? Nach über 1500 Folgen ist man auch schon ein bisschen platt, was das angeht. Okay, 3 Leute haben Schutz gegen mich und ich habe gefühlt immer nur Gegner mit Schutz vor mir. Mann. Ansonsten in der letzten Zeit hatte ich ein paar Livestreams, okay, irgendein anderes Thema jetzt einfach mal ganz kurz finden. Für die letzten 2 Minuten hier. Ja, jedenfalls, da habe ich auch ein paar Livestreams gemacht. Es hat mich sehr gefreut, dass einige von euch wieder anwesend waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Fand ich wunderbar. Man konnte sich viel unterhalten. Also, ich konnte lesen. Ihr konntet schreiben. Ich konnte antworten. Ja, es war eine sehr schöne Unterhaltung. Wunderbar. Ja, keine Ahnung, ey. Das wird mir jetzt keine Ruhe mehr lassen. Naja, egal, was soll's. In den nächsten 50 Videos komme ich nochmal drauf zu sprechen. Und dann wissen wir weiter. Ja, ich weiß es nicht mehr. Na gut, was soll's. So, probieren wir mal hier unser Glück einfach mal von hinten. Wir werden hier sowieso nichts mehr hinbekommen. Das Spiel ist aus. Ja, schon wieder! 3 Leute haben Schutz gegen mich. Und ich treffe immer wieder auf die gleichen Leute, die halt natürlich Schutz gegen mich haben. Wo sind denn die anderen hier? Wo sind denn die anderen? Wie viel Pech kann man denn eigentlich haben? So, aber immerhin. Der ist so freundlich. Ja, natürlich. Vielen Dank. Schön geklaut. Alles wieder vermint. Oh, wie ich das mag. Kann es sein, dass die Gegner unsere Flagge haben? Kann es sein, dass wir in den letzten Sekunden jetzt nochmal tatsächlich die Niederlage bekommen, die wir schon lange verdient haben? 10 Sekunden haben wir noch. Mal gucken, wo ist denn die Flagge? Oder haben wir die zurückgebracht? Ja. Okay, er steht 0:0. Sehr, sehr schön. Immerhin unentschieden. Wunderbar. Cool. War ich gut? Naja, 22:19 ist in Ordnung. Immerhin Platz 3. Ja. Also so schlecht war ich nun auch nicht. Puh. Jedenfalls in der letzten Zeit, ich habe schon so ein bisschen aktiv gespielt. Ja, es ist heute eine echt komische Folge. Ich weiß, es tut mir leid. Immerhin, ich habe ein bisschen aktiv gespielt, habe hier auch, wie man sehen kann, ein paar Stufen gut gemacht. Direkt zum Beginn. Also, okay, es ist gelogen.
In den letzten Tagen habe ich eigentlich gar nicht gespielt. Aber in den ersten Tagen dieser Herausforderung habe ich aktiv gespielt. Und dann nicht mehr. Ja. Hätte ich vielleicht machen können, um mir Stürmer XT als Kind zu holen. So, ja, hätte man machen können. Plus die ganzen Belohnungen, die noch so anfallen. Aber ich dachte mir dann, nee, will ich nicht. Bringt mir nichts. Ich habe ja nicht mal geschafft, die letzten Event-Aufgaben zu beenden. Nicht mal das habe ich hinbekommen. Ja, Mai-Feiertage hier, Sidokios, oder? Kann man machen. Ja. Ist egal. So. Was soll's? Reicht für heute. Reicht für heute. Ist okay. Egal. Ich mache das hier einfach nochmal an. So. Bringt mir sowieso nichts. Ja, wenn das Video online ist, dann ist dieses Spiel hier sowieso vorbei. Das Panzer im Weltraum-Spiel. Das ist dann durch. Aber ihr könnt sehen, ich habe auch nichts wirklich gemacht. Also ich habe hier gar nichts. Weil mich die Belohnungen nicht interessieren, beziehungsweise die interessant wären, ne? Die gibt es halt erst so spät. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal angesprochen gehabt in dem Video, oder? Wo man halt so als normaler, durchschnittlicher Spieler so mehrere Tage durchspielen müsste, um halt hier an gute Belohnungen zu kommen. Und mit gute Belohnungen meine ich die Variation. Die Skins sind ja jetzt nicht so von Bedeutung. Plus natürlich die ganzen Rubine, die man auf dem Weg dahin ausgeben muss. Das muss man natürlich auch mal dazu sagen. Also insofern sind halt diese Spiele für mich einfach, die sind da, ne? Und das war's. Mehr mache ich dazu nicht. Die sind da, wenn man die Aufgaben irgendwie so erledigen kann, nebenbei, ja natürlich, aber seien wir mal ehrlich, so dieses kostenlose, in Anführungsstrichen, Mitmachen bei diesem Event und da etwas Gutes rauszubekommen, das ist halt dann doch sehr utopisch. Ja, die Bronzekontrakte bringen dir leider nicht so viel ein, das heißt, von denen musst du halt sehr, sehr viel machen, für die musst du aber auch nicht zahlen. Ne? Also weder Kristalle noch Rubine, ist nett, aber es bringt dir an sich sehr, sehr wenig. Und bis du halt da den ersten Checkpunkt mal erreicht hast, hast du halt in der Zwischenzeit schon so viel gespielt, dass du keine Lust mehr hast. Jedenfalls ich. Okay, na gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Das nächste Video wird besser, versprochen. Darauf, ich kann euch das eigentlich nicht versprechen, aber ich sage jetzt einfach mal, das nächste wird besser. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut oder auch besser. Rinjahauen, ist ja klar.